In diesem Video wird es um sexualisierte Gewalt gehen. Wenn ihr euch gerade nicht in der Lage fühlt, euch mit dem Thema zu befassen, schaltet nun lieber weg. Sexualisierte Gewalt hat viele Formen. Dazu gehören Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, sexuelle Belästigung und sexuelle Gewalt in der Kindheit und Jugend. Zu sexueller Belästigung gehören zum Beispiel Catcalling in Form von taxierenden Blicken und Pfiffen, Bemerkungen über die Figur oder das Aussehen der betroffenen Person, obszöne Witze, das Zeigen erniedrigender pornografischer Darstellungen und vieles mehr. Aber auch VerehrerInnen oder abgewiesene FreundInnen, die mit Liebesbeweisen nerven oder ihre Erwählten verfolgen, überschreiten die Grenze zur Bedrohung oder zur Belästigung. Sexuelle Belästigung kann überall stattfinden. Im öffentlichen Raum, in der Schule, am Arbeitsplatz, in Verkehrsmitteln, auf Social Media, auf der Straße oder auch in der eigenen Wohnung. Und alle als weiblich gelesenen Menschen sind betroffen. Viele Formen sexueller Belästigung sind so alltäglich, dass sie vermutlich von vielen von euch als normal oder typisch männliches Verhalten wahrgenommen werden. Entscheidend ist aber, es ist nicht in Ordnung und die Betroffenen fühlen sich dabei höchst unwohl. Vergewaltigung und sexuelle Nötigung wird definiert als jedes Eindringen in den Körper einer Person, das gegen den Willen der Person durchgesetzt wird. Hier wird Sexualität eingesetzt, um Macht zu demonstrieren, Betroffene zu demütigen und zu unterwerfen. Eine Vergewaltigung stellt eine massive Verletzung der Persönlichkeit und der körperlichen Unversehrtheit dar. Betroffenen wird mit Gewalt der Wille einer anderen Person aufgezwungen und das im äußerst sensiblen Bereich ihrer sexuellen Selbstbestimmung. Wenn der oder die Täterin gut vertraut oder bekannt ist, ist es zudem ein massiver Vertrauensmissbrauch. In der Gewaltsituation gibt es kein typisches oder normales Verhalten der betroffenen Person. Vielmehr reagieren sie intuitiv mit dem Ziel, zu überleben. Das heißt, die Verhaltensweisen können sehr unterschiedlich sein. Alle stellen sie aber einen Schutzmechanismus dar, um das eigene Überleben zu sichern. Wichtig: Eine Vergewaltigung ist immer ein medizinischer Notfall und sollte so schnell wie möglich versorgt werden. Am besten innerhalb von 3 Tagen nach der Tat. Denn feststellbar sind die meisten Verletzungen und Spuren in den ersten Tagen danach. Damit können belastende Langzeitfolgen begrenzt werden. Aber auch zu jedem späteren Zeitpunkt ist eine medizinische Untersuchung sinnvoll. Und natürlich hat sexualisierte Gewalt Folgen. Sie kann unterschiedliche Auswirkungen auf die körperliche und psychische Gesundheit haben. Für alle weiteren Fragen könnt ihr jederzeit Beratungsstellen aufsuchen. Das kann direkt nach der Tat sein, aber auch Wochen, Monate oder Jahre später.